Hallo zusammen! Heute in meinem Video zeige ich, wie man so eine einfachste stylische Netztasche häkelt. Die Tasche ist sehr einfach zu häkeln, auch für Anfänger geeignet. Abmessungen für diese Tasche sind: in die Breite, so wie die liegt, ist 46 cm. Griffe sind von hier gemessen 47 cm, aber denken Sie daran, mit der Zeit, mit dem Tragen werden Sie noch ein bisschen auseinanderziehen. Also Griffe können Sie selber bestimmen, wie groß die sein sollen. Ich habe mit 60 Luftmaschen hier angefangen. Wenn ihr größer braucht, macht ihr 70 oder umgekehrt, wenn ihr kleiner häkelt, auch. So, dann Boden. Boden ist 30 mal 17 cm. Die Höhe bis zum Boden ist 30 cm. Gehäkelt habe ich mit Cotton Cord 3 mm von Krobeck in einem Knäuel 200 Gramm, 150 Meter. Für diese Tasche habe ich 3 Knäuel verbraucht, das ist der Rest davon. Also müssen Sie orientieren. Außerdem braucht man Maschenmarkierer und ich habe Häkelnadel Nummer 5 benutzt. Als erste eine Luftmaschenkette mit 25 Luftmaschen. Knoten bilden, 25 mal zählen. Ich habe die Nummer 25 markiert und zwar drehen Sie so rum. Hier ist ein Faden. Wir werden unter diese Faden häkeln. Ich habe die auch markiert. Erste Reihe häkelt man Stäbchen abwechselnd mit Luftmaschen. Als erster hochzusteigen häkle ich noch 2 Luftmaschen für erste Stäbchen. Also dann wird das so ungefähr so aussehen. Und jetzt müssen wir nächste überspringen und häkeln wir oben eine Luftmasche. Also dritte. Dann in die nächste ein Stäbchen und ein Faden. Eine Luftmasche, unten wird eine überspringen und hier das nächste Stäbchen. Man häkelt so abwechselnd bis zu Ende von dieser Reihe. Ein Stäbchen, eine Luftmasche, hier eine überspringen, in die nächste ein Stäbchen. Und als letzte wird es ein Stäbchen sein. So sieht dann das aus. Zur Selbstkontrolle hier sind 12 Öffnungen. Reihe Nummer 2. Am Ende Stäbchen gehäkelt. Kann man mit 3 Luftmaschen hochsteigen oder kann man auch ein Fake-Stäbchen häkeln. Drehen Sie rum. So. Einfach rausziehen. Halten. Gegen Uhrzeiger drehen. Faden nehmen. Zurückdrehen. Und die beiden abhäkeln. So geht Fake-Stäbchen. Dann häkelt man eine Luftmasche und hier bei diesem Stäbchen oben unter die 2 Faden nächste Stäbchen. Eine Luftmasche. So sieht das aus. Also, es wird weiter so gehäkelt, abwechselnd. Stäbchen bei Stäbchen, wo Luftmasche ist, eine Luftmasche häkelt man. Und wie gesagt, man kann mit 3 Luftmaschen hochsteigern und dann die 4. Luftmasche ist diese Masche schon. Können Sie ausprobieren, ist egal, später wird es sowieso dieser Rand umgehäkelt. Es sieht man nicht, ob das Luftmaschen hier oder ein Fake-Stäbchen. So. Und ihr häkelt diese Reihe bis zu Ende. Hier ein Stäbchen unter diese 2 Faden. Hier ist eine Luftmasche. Und in diese, hier genau unter diese 2 Faden häkeln wir zusammen dann ein Stäbchen. Also
häkelt selbstständig weiter bis zur letzten Stäbchen. Also diese Maschenmarkierer mache ich weg. Ich weiß, dass hier ein Stäbchen ist. So, jetzt schauen Sie. Letzte Stäbchen ist hier bei mir. Dann ist eine Luftmasche. Dann in diese 2 Faden häkle ich ein Stäbchen. So, Luftmasche. Einfach unter diese 2 Faden gehen. So sieht dann das aus. Und wie vorher, am Ende können Sie mit 3 Luftmaschen hochsteigen oder mit einem Fake-Stäbchen. Ich mag es lieber mit Fake-Stäbchen. Rausziehen, halten, drehen, zurück, abhäkeln. Und jetzt passiert nichts anderes. Es wird Reihe zu Reihe immer so gehäkelt, ein Stäbchen, eine Luftmasche und entsteht dann so ein Filetmuster. Und man häkelt insgesamt 20 Reihen in die Höhe. Also hier habe ich schon 2 gehäkelt, das heißt noch 18 Reihen in die Höhe weiter häkeln. 20 Reihen, Abmessungen 30 cm x 17 cm. Als nächstes häkeln wir die 4 Seiten mit Festmaschen um. Eine Luftmasche. Auf die Seite, auf die längliche Seite, in jeder Öffnung 2 feste Maschen. Wir häkeln das selbstständig bis zu dieser Stelle. Auf die Seite jetzt sind 40 feste Maschen. So, weiter geht's. Hier war 25 Maschen. Wir brauchen allerdings 26. Deswegen mache ich hier extra eine Masche als erste. Und weiter häkeln wir 25 Maschen von dieser Reihe. Also erste Masche für Stäbchen, zweite Masche für Luftmasche hier und dann weiter geht's unter die 2 Faden bei Stäbchen, hier in Öffnung eine, bei Stäbchen unter die 2 Faden, in Öffnung eine und so bis zu Ende. Die Nummer 25 wird hier bei diesem Stäbchen gehäkelt. Drehen wir weiter auf die Seite um und identisch wie hier in jeder Öffnung 2 feste Maschen. Dann wird es wieder 40 Maschen an dieser Seite sein. Und jetzt die letzte Seite. Hier sind immer noch 25 Maschen. Wir brauchen aber 26. Deswegen häkle ich direkt hier eine. Und jetzt 25 bis zu Ende. Die letzte wird hier bei dieser Stäbchen sein. Also eine für Stäbchen, für diese erste, eine für Luftmasche und dann wie gewöhnlich unter die 2 Faden für Stäbchen in Öffnung, unter die 2 Faden in Öffnung. Also insgesamt wird dann auf die Seite 26 Maschen sein. Zur Selbstkontrolle ist es insgesamt 132 Festmaschen. So, weiter geht's hoch. Bei der ersten hier eine Kettmasche verbinden und direkt an dieser Stelle häkeln wir ein Stäbchen. Also wir machen 3 Luftmaschen häkeln. Ich zeige, wie man ein Fake-Stäbchen macht. Ein bisschen rausziehen, halten, drehen, Faden nehmen,
zurückdrehen und abhäkeln. So sieht das aus. Weiter geht's mit dem gleichen Muster wie hier. Stäbchen, Luftmasche, Stäbchen, wo Luftmasche eine unten überspringen. Also dieses erste Stäbchen gehört zu dieser Seite, zu dieser ersten. So, dann machen wir Luftmasche, das überspringen und hier nächste Stäbchen kommt. Eine Luftmasche. Unten überspringen, hier die nächste. Und so häkelt man die gesamte Reihe. Eine überspringen, Luftmasche nicht vergessen und die nächste. Bitte überprüfen, es soll 66 Öffnungen sein, inklusive diese, welche wir verbinden jetzt. Also schauen Sie hier, war letztes Stäbchen da, eine Luftmasche nicht vergessen. Das ist frei und hier Kettmasche für die letzte Reihe und direkt ein Stäbchen. Also, jetzt verbinden wir. Reihenverbindung wird immer dasselbe sein, Reihe zu Reihe. Man kann es auch mit 3 Luftmaschen hochsteigen oder mit Fake-Stäbchen. So, schauen Sie. Stäbchen, Luftmasche und das ist das erste Stäbchen. Und wir verbinden unter diese Luftmasche. Man kann mit einer Kettmasche verbinden. So. Und dann direkt hochsteigen. Oder kann man ein bisschen anders, das ein bisschen rausziehen. Von hinten nach vorne. Diese offene Masche durchziehen. So. Dann direkt in die gleiche Stelle. Garn rausziehen. Und jetzt häkelt man Fake-Stäbchen. Bisschen rausziehen, halten, umdrehen, das drauflegen, Faden rausziehen und abhäkeln. So. Wir können entscheiden, welche Methode für Sie in Frage kommt. Eigentlich ist es egal. Am leichtesten, ja klar, mit einer Kettmasche zu verbinden. Hier. Es wird nur ein bisschen andere Optik sein. So, Kettmasche rausgezogen, halten, umdrehen und abhäkeln. So, also erstes Stäbchen von der nächsten Reihe. Und so verbindet ihr jede Reihe. Eine Luftmasche. Und weiter geht's ganz einfach. Wo Luftmasche ist, kommt auch Luftmasche. Wo Stäbchen ist, kommt Stäbchen. Also Luftmasche gemacht. Und passen Sie auf, wir häkeln nicht unter diese 2 Faden, sondern direkt in die Mitte, hier von Stäbchen, also in die Mitte von Stäbchen. Und abhäkeln. Damit Stäbchen stehen wirklich übereinander. Eine Luftmasche nicht vergessen, dann die nächste in die Mitte. Also es spielt keine Rolle, ob ihr hier rauskommt oder hinter diesen Faden rauskommt. Versuchen Sie es einfach, welche ist besser. So. Und so weiter. Eine Luftmasche nicht vergessen. Man häkelt weiter in die Höhe. Reihe zu Reihe Verbindung habe ich gerade gezeigt. Insgesamt 24 Reihen habe ich hier abgezählt, ab die erste Reihe von die Seite, wo diese Muster angefangen war. Also, ihr häkelt das selbstständig. 24 Reihen in die Höhe. 24 Reihen sind fertig. Jetzt brauchen wir 6 Maschen markieren.
Und als erstes markieren wir die Seiten. Also nehmen Sie Boden Ecke zu Ecke und die andere Ecke ganz locker das legen, das ist die Seite, und markieren Sie irgendwelche eine Seite, ist egal welche, diese oder diese, markieren Sie bei Stäbchen. Also die Seite ist und oben markieren. Dann zählen Sie von dieser Stelle 33 Öffnungen in die Richtung und markieren Sie diese nächste. Also es soll 33 Öffnungen auf jeder Seite sein, hier und da. So. Und nochmal überprüfen wir, ob das wirklich Seite ist. Dann legt man so zusammen. Also diese Ecke mit dieser Ecke zusammen. Ganz locker hinlegen. So ausrichten alles. Überprüfen. Auf die Seite wird hier keine Stäbchen, sondern eine Öffnung durchgehend sein. Und hier auch. Und dann können Sie schauen, ob das wirklich diese markierten Stellen zusammenpassen. Dann ist das richtig. So, also diese Markierung ist sehr wichtig. Schauen Sie, ob das alles so sitzt, ob das alles gerade ist. Nach dieser Markierung hier können Sie nicht orientieren, weil es war 26 Maschen hier, 26 Maschen hier. Es ist beim Häkeln ein bisschen zur Seite gegangen. Also nach Boden nicht orientieren, wirklich legen Sie so locker, Ecke zu Ecke, dann so ausrichten. Nicht, dass der Sohl rumliegt oder so. Wirklich gerade ausrichten. Dann gehen wir zurück in diese Position. Wenn alles stimmt, wenn diese Stellen richtig markiert sind, dann von dieser markierten Stelle in diese Richtung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Öffnungen und diese markieren. Genau auch hier von dieser markierten Stelle 9 Öffnungen, diese Stäbchen markieren. Zwischen diesen markierten Stäbchen sind 15 Öffnungen. Zählen Sie nach und dasselbe machen Sie auf der anderen Seite. 9 hier und zwischen denen 15 da. Diese markierte Stelle wird Anfang von dem Griff sein. Und zwar, ich zeige besser bei der fertigen Tasche. Also wir haben 24 Reihen, die enden hier bei dieser Stelle. Diese Reihe Nummer 25 müssen wir noch rumhäkeln. Und gleichzeitig formen wir diesen Griff. Also wir häkeln weiter diese Muster bis zu diesen markierten Stellen. Hier jetzt häkle ich eine Stäbchen, eine Luftmasche, hier ist ein Stäbchen. Dann werden wir hier sein und von dieser Stelle häkeln wir Luftkettmaschen, 60 Luftmaschen, bis zur nächsten markierten Stelle, also bis zu hier hin. Also hier wird noch ein Stäbchen sein und dann geht es weiter. Okay, also Reihenverbindung. Wer hat an anderer Stelle Reihenverbindung, ist auch okay. Häkelt ihr diese Muster bis zur markierten Stelle. Also ein Stäbchen als erste, eine Luftmasche, dann gehe ich bei dieser markierten Stelle genau in die Mitte und häkle ich ein Stäbchen raus. So, jetzt sind wir hier oben gelandet. Ab dieser Stelle 60 Luftmaschen. So sieht das aus. Richten Sie diese Kette gerade aus. So, jetzt bei dieser markierten Stelle, bei dieser
Stäbchen verbinden wir auch mit einem Stäbchen. Also drauflegen, in die Mitte, rausziehen, erstmal das abhäkeln, dann das. Dann wird ein Stäbchen sein. So sieht das aus. Weiter häkeln wir durchgehend bis zur nächsten, diese lila markierte Stelle. Also das ist die Mitte von der Seite. Ich mache einfach auch runter. Später können wir das überprüfen, ob das richtig alles ist. So, weiter mit Muster. Eine Luftmasche, hier Stäbchen und so weiter. Luftmasche, Stäbchen bis zur nächsten markierten Stelle. In die markierte Stelle habe ich Stäbchen gehäkelt. Überprüfen Sie, es sind 18 Öffnungen hier. Und jetzt an dieser Stelle 60 Luftmaschen. Jetzt verbinden wir ähnlich wie die andere Seite. Bei der markierten Stelle ein Stäbchen häkeln. Und weiter mit dem Muster, eine Luftmasche, hier Stäbchen, bis zur nächsten Stelle, und zwar hier hin. Hier wird Verbindung von dieser Reihe sein. Hier am Ende eine Luftmasche nicht vergessen, jetzt verbinden wir und weiter häkeln wir mit Festmaschen. Verbindung wie immer bei dieser Luftmasche. Einfach Kettmasche durchziehen, hier hin durchziehen und eine Masche häkeln. So, jetzt wird es gehäkelt mit Festmaschen. Wo Stäbchen war, unter den 2 Faden eine Festmasche häkeln. Wo Öffnung war, gehen wir einfach in die Öffnung rein und häkeln. So, jetzt hier erstmal, wo Stäbchen war, häkeln wir eine Festmasche. Hier unten direkt. So, damit es wirklich fest dann sitzt. Dann schauen Sie, hier erste Luftmasche. Gehen wir rein direkt und die 2 Faden zusammennehmen. Eine feste Masche häkeln. Hier bleibt nur ein Faden unten. Dann die nächste. Dann die nächste. So bis zu Ende von dieser Luftmaschenkette. 60 Festmaschen hier, diese 2 Faden gehören schon zu diesen Stäbchen. Und da häkeln wir die nächste feste Masche. Hier unten in die Mitte. Feste Masche ganz festig häkeln. Und weiter geht's in Öffnung. Eine Masche. Hier unter die 2 Faden, nächste, in Öffnung eine, hier unter die 2 Faden die andere und bis zur nächsten Seite bis hier hin. Auf die Seite, die letzte kommt hier unter die 2 Faden in die Mitte, ganz fest häkeln und dann fängt Henkel an. Unten eine, oben 2, feste Masche. Also 60 feste Maschen. Diese 2 Faden gehören schon zu Stäbchen und hier in die Mitte häkeln wir eine feste Masche. Dann weiter geht's in Öffnung eine, dann bei die 2 Faden oben. So häkelt man bis zu Anfang und weiter geht's. Jetzt muss man verbinden. Also schauen Sie, bei diesem Stäbchen ist diese Festmasche, dann die 2 Faden. Klar kann man weiter auch mit Kettmasche verbinden und Masche häkeln, aber ich mag jetzt anders verbinden, damit diese Striche hier nicht zu sehen werden. Ich gehe unter diese 2 Faden, offene Masche durchziehen, unter diese Verbindungsstelle,
das drauflegen und eine feste Masche häkeln. So sieht das aus. Also es ist bei diesem Stäbchen jetzt gehäkelt. Weiter geht's. Jetzt häkeln wir weiter einfach mit Festmaschen, aber in diese Ecken, welche so nach oben gehen, häkeln wir die 3 naheliegende Maschen zusammen. Also schauen Sie, wo Mitte ist. Hier. Dann eine Masche vor, eine Masche nach. Die häkeln wir 3 zusammen. In die erste reingehen, in die zweite, in die dritte. Und das alles auf einmal abhäkeln. Dann wird das schön 90 Grad sein hier. Dann geht es weiter nach oben, unter die 2 Faden, feste Maschen häkeln, bis man an die andere Seite ankommt. Jetzt auf die Seite, schauen Sie, wo Stäbchen, das ist die Ecke, eine vor und eine danach. Und weiter einfach unter die 2 Faden bis zur anderen Seite. Hier ist genau dasselbe wie die andere Seite. Die 3 Maschen häkelt man zusammen. So. Und weiter geht's. Also ich hoffe, ihr habt das verstanden, dieses Prinzip. Und weiter häkelt ihr bis hierhin, auch hier. 1, 2, 3 hier zusammen. Und dann einfach mit festen Maschen bis zu Reihenanfang, bis hierhin. Jetzt müssen wir diese Reihe verbinden und passen Sie auf, für die nächste Reihe in diese Ecke muss man auch 3 Maschen zusammen häkeln. Diese große Masche gehört zu der Ecke, also eine nach, eine vor häkelt man zusammen. Und diese eine vor ist genau unsere Verbindungsstelle. Deswegen verbinde ich so jetzt die 2 Faden, das durchziehen, unter diese Verbindungsstelle das drauflegen. So, eine Masche, zweite kommt hier in die Ecke, aber ich gehe nicht direkt hier unter diese 2 Faden, sondern hier ein bisschen runter in die Mitte von dieser Masche, damit hier nicht so riesen Öffnung entsteht. Zweite und dann hier dritte und 3 auf einmal häkeln. So. Wir haben es verbunden und direkt eine Ecke gebildet. Weiter geht's. Noch eine Reihe mit festen Maschen. In jede Masche kommt eine feste Masche rein. So, man häkelt so weiter, bis man an diese Stelle wieder ankommt. Und hier genau dasselbe. Das ist für die Ecke 1, 2, 3. Die 3 zusammen. Eine häkelt ihr hier rein, die nächste hier in die Mitte, nehmen Sie diese einen Faden und die dritte hier und alle 3 auf einmal abhäkeln. So. Also diese Ecken häkelt ihr auch auf die andere Seite hier zweimal. Also ihr macht das selbstständig, diese Reihe einfach mit Festmaschen umhäkeln und diese Ecktechnik benutzen. Die 3 Reihen mit Festmaschen sind fertig. Für mich das wird ausreichend sein. Falls ihr noch breitere Henkel braucht, dann häkelt noch eine Reihe. Als Abschluss werde ich dieses Rand mit Kettmaschen umhäkeln. Zuerst verbinden, also schauen Sie, diese lange Faden lassen wir, gehen wir weiter unter diese 2 Faden, durchziehen, unter dieser Stelle
drauflegen. Eine Masche rausziehen. Dann direkt in die nächste Masche. Durch diese ziehen. Dann in die nächste. Durchziehen. Bisschen locker häkeln. Nicht, dass alles zusammen sich zieht. Den ganzen Rand mit Kettmaschen umhäkeln. Hier am Ende letzte Masche Garn abschneiden, rausziehen. Unter diese 2 Faden bei der ersten Masche durchziehen und wieder zurückbringen, wo es rauskommt. Drehen Sie rum, schauen Sie genau, wo war das. So ist abgeschlossen. Diese Ende durch mehrere Maschen runterziehen, verstecken und auch unbedingt vernähen. Da diese Garn Baumwolle ist, Sie können problemlos in Waschmaschine waschen. Das war's, meine Tasche ist fertig. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Abonnieren Sie meinen Kanal, schreiben Sie mir einen Kommentar und über eure Likes werde ich mich besonders freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!